Bist du ein Döner-Typ? Ja. Ich werfe mir gerne die Dinger und dann renne hinterher. Ja, Skinny Jeans waren leider in. Extrem schick. Jeder, der kommt, muss dran glauben. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zur Episode 2. Ich bin Sydney. Willi? Und heute haben wir Pascal Groß und Oliver Baumann zu Gast. Ich wünsche euch damit viel Spaß, aber checkt vorher die erste Folge ab. So, ich gebe euch das einmal in die Hand. Das heißt, für euch als Aufklärung, ihr macht Styles oder ihr macht euer perfektes Outfit, was ihr jetzt aus diesen Sachen rauspicken würdet. Hier die klassische Es Cappy. gibt, glaube ich, noch mehr. Den rosa? Oha. Ehrlich? Ja, aber ich will So ein die, warmer ich brauch die Form. Nein, du machst doch gerade Spaß. Brauch die Form. Das steht hier. Wie Sydney ist das? Ja, oder? Das steht hier. Okay, also rosane Cap als Oberteil. Nichts Wildes. Klassisch weiß. Ja. Auch schöne Aber Hemden. auch nicht schlecht, aber ich einfach bleiben. Das Denken mit rosa. Also Und weißt du, was du Die nimmst? ist skinny. hier. Das weiße Oberteil. Das weiße Oberteil. Sleeve. Okay, Hose. Das. Vielleicht super. Das rechte. Ja, genau. Würdest du sagen, dein Style ist so eher auffällig oder zurückhaltend? Eher zurückhaltend. Mit rosa. Ja. Dann nehme ich die hier. Zeig mal her. Okay. Okay. Ist ein bisschen lila, aber, oder? das gar nicht. Eine pleated Trouser. Ja, okay. Und jetzt kommen wir zu den Schuhen. Oh je. bin ich mal Kommt doch hoffentlich noch eine Seite. Oh, scheiße. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann muss ich die Schuhe nehmen. Ja, eigentlich. Gut sogar. Ich glaube, ich würde dich gerne in diesem Outfit mal sehen. Ey, ich glaube, das wird gut aussehen. Ja. Ne? Mit der leicht lila Ja. Hose. Meine Frau lacht sich daheim kaputt. Weißes Shirt auf. Also du gibst deine Outfits gibst du ab. Ja, komplett. Ja? Deine Frau macht das. Komplett. Ehrlich? Ja. So, Pascal, Das war dein Outfit um. Okay. Top. Ja, ich nehme auf jeden Fall einen von den. den weißen? Ja, Ah, den weißen Fischerhut, okay. Nach Urlauber aus. Pascal, bist du so jemand, der so Trends folgt, wenn du so irgendwas siehst, oder sagst du einfach, ich mache immer mein eigenes Ding? ich würde schon sagen, dass ich mein eigenes Ding mache, Ja. aber die Trends, die sind ja auch immer irgendwie dann präsent. Ja. Ich nehme aber auch das ist weiße aber Longsleeve Okay. von Okay. den Ich hätte Outfits. es aber auch in so einem Hemd gesehen, muss ich Nee. sagen. Ja. Gemütlich, weißer Hut, weiß Longsleeve. Wie war Ja. das früher, als ihr Profis wurdet? So, da ist man ja noch ein bisschen wilder. Und guckt vielleicht Ja, da war ich viel wilder. Da habe ich Da waren mir auch Skinny Jeans und was. Ja, Marken auch waren wichtig. leider in. Ja, Marken selber. Extrem schick. So am Anfang. So. Die zerrissenen Hosen. Oh, Das ändert als sich in mit der Farbklecksen Ja, drauf. ja, als wärst du in einem Fahrrad hängen geblieben. Ja, Mann. So, ne? Aber ich glaube, sie doch. Hier. Ja, das ist sie. Ja, ja. nee, das ist. Ich nehme die. So eine schwarze Anzugshose ist das, oder? Oder ist das grün? Ist es nicht so dünner Stoff, dachte ich. Eine Leine? Weil der Rest ist Also so. die ist auf jeden Fall bequem, sag ich. Ja, Das ist wichtig. so einer. Weil der Rest ist sehe so dich aber auch. Jeans. Das sehe ich auch in der. Ich sag auch die Skinny. Und darauf nehme ich die Schuhe. Die rechten? Nimmst die rechten, ne? Ja, die kannst du nehme ich dann, wenn ich in Extras gehe, genau. Also du nimmst So die rein. Dann die Leinhose, wenn es eine Leinhose ist, so ein bisschen okay. weiß Longsleeve, schwarze. Bucket Hat. Wenn du dann zu Hause bist, wie verbringst du am liebsten deine Zeit, um ein bisschen abzuschalten? Ich durfte mir ja vorhin was aussuchen. Ja, das ist von dir? Danke, als wäre von Pascal. Nein, das ist von ja, wir haben, ist mein Spielzeug. Ich werfe mir gerne die Dinger und dann renne hinterher. Nein, wir haben einen kleinen Dackel. Ich gehe gerne mit ihr spazieren im Wald. Das bringt dich runter, und auch wenn es jetzt mal hartes Training oder harte Spiele und dann kommst du nach Hause und dann steht sie da und Naja, diese genau diesen und wackelt und freut sich, wie als wärst du 3 Jahre weg gewesen. Und sonst habe ich noch ein anderes Hobby. Ich liebe Autos, auch Oldtimer, restaurierte Oldtimer. Hat mich immer interessiert. Ich schaue dann schon auch gerne YouTube. Ich schaue gerne JP. Ja. Und gefällt mir gut. Also hast du auch jetzt nach der Karriere zu machen? Also was strebst du da an? Ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich erstmal zumindest nicht den gleichen Rhythmus haben, weil ein Leben lang ohne Wochenende ist immer irgendwie azyklisch zu allen anderen. Ich möchte eigentlich die Erfahrung, die ich jetzt die ganzen Jahre sammeln durfte und gemacht habe, schon irgendwie weitergeben. Jungs zu begleiten und denen einfach eine Hilfestellung zu sein, hätte ich schon noch Interesse, wird mir schon auch Spaß machen. Ja, wird sich zeigen. Ich will noch ein paar Jahre spielen. Wie war das? Also du hast ja jetzt relativ spät den Anruf bekommen. Mit 34 war das erste Mal, meinst du? Oder wann? Nee, also es ging vor 5, 6 Jahren ging es so los, wo ich die ersten Male auf Abruf war. So hat es dann langsam angefangen und habe dann lange aufs Debüt warten müssen sozusagen, aber immer beständig geblieben, immer irgendwie dran geglaubt und muss natürlich dann gerade als
Torwart, Nummer 3 Torwart, Nummer 2 Torwart, wie auch immer. Bist auch für andere da. Ja, unterstützt. Aber in der Situation, oder es gab Situationen, wo dann trotzdem nicht so einfach waren für mich, wo viele ihr Debüt gefeiert haben, wo ich jedem Einzelnen natürlich gegönnt habe, aber wo ich dachte, boah, jetzt wäre es auch langsam mal an der Zeit, selber zu spielen. Aber es hat sich ausgezahlt zu warten, dran zu bleiben und ja, jetzt darf ich nach der EM noch bei der WM dabei sein. Ja. Wir hatten das Glück, euch ein paar Fragen von den Fans zu stellen. Fangen wir mal an, was frühstückst du an einem Spieltag? Am Spieltag frühstücke ich eigentlich immer Porridge, Haferbrei. Selbst gemacht? Also Ja, haben wir hier immer. Nee, haben wir hier immer. Okay. Das essen, glaube ich, relativ viele, Ja? weil es gibt schon viel Energie. Mit Banane, Blaubeeren, Honig machen wir halt so ein paar Sachen rein, dass es ein bisschen besser schmeckt. Honig. Ja, Honig muss. Ja, ne? Ja, muss. Dann ist die nächste Frage, was ist das Beste daran, als Team zu reisen? So eng zusammen zu sein über nochmal so einen anders, langen ne? Zeitraum ist schon noch mal was anderes. Ja, weil normalerweise seid ihr am Wochenende, vielleicht dann da im Mannschaftshotel, aber man kommt ja immer Nach dem wieder Training nach Hause. fährst du heim, Genau, hier genau. verbringen wir die Freizeit eigentlich zusammen. Das ist schon eine besondere Situation. Und, aber es ist auch eine Zeit, die dich prägt, Ja. wo du halt schon auch Erinnerungen miteinander so kreierst. Und wenn man sich irgendwann mal sieht, man hat eine WM zusammen gespielt, das ist schon, glaube ich, was verbindet. Wie schaltest du nach einer langen Reise ab? Wenn wir nach einer langen Reise zurückkommen, dann ich bin einfach froh, wenn die Reisen vorbei sind, weil letztes Jahr bei der Club-WM hatten wir, glaube ich, 11 Flüge, Boah. circa zwischen 2 und 3 Stunden. Das ist, sage ich immer, wie wenn man gefühlt 11 Mal nach Malle fliegt, das in so einer kurzen Zeit. Ja. Auf welches deutsches Essen sehnst du dich am meisten, wenn du unterwegs bist? Bist du ein Döner-Typ? Ja, Ja? da muss ich sagen, da hilft uns Toni immer. Der lässt seinen Mann immer kommen. Da kriegen wir ab und zu einen Döner. Aber da freue ich mich auch extrem, weil ich halt in England jetzt wieder lebe und da die Dönerkultur nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland. Gibt es bei dir hier so in der Mannschaft jemanden, wo du sagst, das ist mein Sitzpartner im Flugzeug und im Bus? Oder? Gibt es eigentlich 2, mit denen ich sehr viel bin. Das ist Dennis Undaff und Waldemar Anton, weil mit Dennis habe ich in Brighton gespielt. Stimmt. Und da ist eine enge Freundschaft entstanden. Wir verstehen uns top. Außerhalb vom Platz lachen viel, machen eigentlich fast alles zusammen. Aha. Und Waldi und ich haben in Dortmund im Doppelhaus gelebt, mit den Familien, mit den Kindern. Das war so 2 Häuser nebeneinander, eigentlich gemeinsamer Garten. Und ja, da hatte ich auch eine gute Freundschaft entwickelt. Und jetzt hier so, das ist schon auch, das meine ich ja, da entstehen schon auch so Erinnerungen, die man halt miteinander teilt. So, Dennis hat ja auch einen besonderen Weg. Ich habe auch, glaube ich, nicht den geraden Weg gewählt. Aber auch ein super Weg. Gerade spannend. Ja, und dass wir dann zusammen hier sind, so, das genießen wir schon. So Jungs, ich sag Danke für eure Zeit. danke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War cool. Ansonsten, ihr seid entlassen. Jungs, macht euer Ding und wir sehen uns dann, wenn wir den Pokal hochhalten. Das wäre cool. Sehr schön. Hier in den USA ist ordentlich WM-Stimmung. Mal gucken, wie es drüben ist. Ich würde sagen, Berlin, ihr seid deutlich lauter, deswegen zeigt mal her. Ja, natürlich viel Power und Teamgeist. Ne? Teamgeist, Zusammenhalten, Zusammenspielen, Synergien und so weiter. Das gebe ich Ihnen mit. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Glück und dass ihr das packt. Ich werde natürlich jedes Spiel gucken und ich bin sehr gespannt auf eure Performance. Einfach motiviert bleiben. Egal, wenn es mal einen Down gibt, einfach weitermachen. Viel Schlaf, eine gute Genesung und einen Titel will ich sehen. Ich wünsche euch viel Erfolg in Amerika. Ich wünsche mir, dass ihr viele Tore schießt, dass ihr dann am Ende Weltmeister werdet. Viel Erfolg auf jeden Fall, nicht aufgeben und spielt besser Fußball als ich, dann sollte das reichen. Ich fühle mich gerade angesprochen, als ob wir gleich spielen, Bruder. Wir spielen nicht. Ja Leute, wir geben unser Bestes. Ey. Ihr packt das, holt den Sieg nach Hause. Danke! Das war's mit der zweiten Folge. Ich bin der Meinung, es war eine 10 von 10. Oliver Baumann und Pascal Groß, danke, dass ihr da wart. Danke, dass wir die Zeit mit euch verbringen durften. Und ansonsten seid gespannt, denn es kommt noch viel mehr auf euch zu von uns 2.